Okay, mein Name ist Robert Schachner, ich bin der CTO der Embedded Ocean und mitverantwortlich für die Entwicklung von Xentara. Und wir haben ja schon oft gehört, das ist praktisch eine IT-OT-Plattform. Und damit IT und OT wirklich funktioniert, erwähnen wir immer, dazu braucht es halt ein Timing-Modell, mit dem man diese ganzen zeitlichen Abläufe modellieren kann. Das ist schon richtig erstaunlich, wenn man sich das anschaut. Ja, ich habe dann ein Machine Learning Modell, ich habe einen Microservice, ich habe einen I/O-Skill, ich habe eine Datenbank. Und diese reinen Tasks, die ihre intrinsische Funktion ausführen, die kann ich mit meinem Timing-Modell so in mein Multicore-System verfrachten, in beliebiger Reihenfolge und beliebiger Position auf beliebigen Cores, in beliebiger Geschwindigkeit, sodass ich praktisch aus vorhandenen Teilfunktionen sehr einfach eine Gesamtapplikation bauen kann, wo ich mir eine Menge an Programmierung spare. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen näher in dieses Bild. Ja? Und ich möchte mal hier praktisch mit diesem Task-Bereich starten. Wir haben jetzt hier stellvertretend für alles Mögliche, was es bei uns gibt. Also hier könnte ja noch ein MATLAB-Modell laufen und es könnte ein Machine Learning-Modell da drin laufen. Auch die Reihenfolge ist völlig frei, hängt also vom Entwickler ab, wie er das definiert. In dem Fall haben wir es uns so gedacht, dass wir sagen, es macht Sinn, jetzt erstmal mit einem Skill zu beginnen, weil das liest uns die Messdaten von außen. Und an der zweiten Stelle lassen wir dann einen Microservice ausführen, der dann mit diesen Messdaten hantiert. Das kann natürlich in beliebiger Reihenfolge sein, es muss halt irgendwo Sinn machen. So, und das Ganze ist jetzt erstmal hier zusammengefasst als ein sogenannter Track und auch vereinfacht, denn ein Track kann jetzt auch aus verschiedenen Pipelines bestehen und eine Pipeline sind jetzt solche Tasks hintereinander gesetzt. Und wenn diese Tasks so hintereinander gesetzt sind, wie jetzt auch hier, dann würde hier ein Thread aus unserem Thread Pool aktiviert werden, der dann in dieses I/O-Skill springt, das Ganze ausführt, die Daten generiert und dann sofort weiterspringt in den Microservice und dort im Microservice die entsprechende Logik ausführt. Und das Ganze würde jetzt praktisch machen, ohne irgendeine Unterbrechung. Ja? Es sei denn, ich müsste hier noch warten, bis noch weitere Informationen von einem anderen Kern kommen. Dann kann es durchaus sein, dass der Thread erstmal in den Thread Pool zurückgeht und erst dann, wenn von der anderen Seite die Information da ist, der dann in Task 2 springt. Aber lassen wir mal die Sache wirklich einfach an der Stelle. Gehen wir davon aus, das ist jetzt hier ein Track mit zwei Elementen, die werden sequenziell hintereinander ausgeführt. So, und jetzt haben wir hier oben einen Trigger und dieser Trigger ist erstmal was alles aktiviert, was da dran hängt. Ja, an so einem Trigger kann jetzt so ein Track dranhängen, da können auch 5 Pipelines dranhängen, 3 Tracks oder wie auch immer. Und der aktiviert in unserem Fall jetzt diesen Track mit den 2 Tasks. So, und wenn wir jetzt hier den Trigger von einem High-Precision-Timer, wenn wir den miteinander verbinden, dann würde der Trigger genau exakt in dieser Zykluszeit auslösen und diese beiden Tasks ausführen. So, mit einem ganz normalen x86 Core i7 oder so kann man da durchaus 100 Kilohertz Zykluszeit erreichen, wenn man hier so einen Zyklus laufen lässt. Genau, hängt natürlich auch von den Feldbussen ab, die man da verwendet und was man hier einbaut. Aber grundsätzlich ist das möglich. So, genauso kann es aber eben auch sein, dass ein Trigger von einem Event aktiviert wird. Ja. Und wo der Event herkommt und wie viele Events es von verschiedener Seite auf diesen Trigger gibt, ist auch frei. So können wir zum Beispiel sagen, unser Microservice da drin, der ist in der Lage, ein Event auszulösen und er schickt einfach diesen Event und je nachdem, wie dieses Xentara-Modell konfiguriert ist, ist dieser Event mit dem Trigger verbunden und damit wird er
praktisch hier diesen Track aktivieren. Ja. So, das heißt, jeder Anwender ist in der Lage, zur Laufzeit Aktivitäten auszuführen, die im OT oder im IT-Bereich stattfinden. Ich kann also hier Berechnungen machen, wenn ich sage, oh, meine Berechnungen sind jetzt alle fertig. Ich schicke ein Event und aktiviere Datenbank. Oder ich schicke ein Event und aktiviere einen Job, der in der Cloud geht. Ja. So, das heißt, hier habe ich die volle Kontrolle über alle Tasks aus meiner Anwendung, die in dem Feld sind. Und jetzt sieht man da schon wieder so ein bisschen durchblicken, was heißt eigentlich IT-OT-Plattform. IT-OT-Plattform heißt, dass wir diese Silos, die nebeneinander sind, dass wir die nahtlos überbrücken können. Ja? Und das ist jetzt hier über das Timing-Modell sehr schön sichtbar. So, es kann aber auch sein, dass das I/O-Skill einen Event generiert. Zum Beispiel könnte man sagen, ich bin auf einem anderen Core und ich will einfach erst dann starten, wenn das EtherCAD auf dem anderen Core fertig ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das ist ein Beispiel. So, das heißt, das I/O-Skill generiert den Event, das erzeugt einen Trigger und aktiviert wieder eine Pipeline. Ja? Sodass praktisch jetzt I/O Anwendungsfunktionen aktiviert. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel das dann zyklisch passiert, dann synchronisiere ich praktisch einen Zyklus, der aus dem Skill kommt und triggere damit zyklisch wieder eine Pipeline oder ziehe dann einfach einen einmaligen Event, je nachdem, was ich hier aus meinem Skill haben will. So, und last but not least kann man es noch einfacher machen. Ich kann zum Beispiel sagen, es gibt hier einen digitalen Eingang und dieser digitale Eingang, das ist ein Bit, ein Boolean, und mit dem verbinde ich mich und sage, on change dieses digitale Eingangs, erzeuge einen Event und damit kann ich wieder einen Trigger erzeugen, sodass ich mich direkt auf Ergebnisse von Variablen triggern kann und damit wieder andere Aktivitäten auslösen. Genau, und wenn man das jetzt so verstanden hat, dann ist es nicht mehr schwierig, IT und OT miteinander zu verbinden. Genau dann Reaktionen auszulösen, wenn in Richtung IT was auszuführen ist oder zyklische Pipelines aufzusetzen, die klassische Steuerungstechnik machen, die teilweise hochpräzise und hochgenau ist oder hochperformant oder mit einer hohen Zykluszeit und das mehrfach auf verschiedenen Cores. Grundsätzlich ist es kein Problem zu sagen, ich habe einen Schaltschrank, so ein IT-Server-Rack, ja, mit vielen Cores und auf diesen vielen Cores modelliere ich komplett meine gesamte Anwendung, IT-OT-Anwendung auf den unterschiedlichen Cores, komplett unabhängig von der unterlagerten Hardware, und dafür ist eben einfach so ein Timing-Modell genial. Ja. Okay, damit wäre ich jetzt mal so für einen kleinen Einblick in die Modellierung der Zeit soweit fertig und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns vielleicht da mal live begrüßen dürfen.